Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier beim German Design Award 2021. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, denn in dieser Woche wird es richtig, richtig spannend. Wir wollen uns nämlich dem Thema Zukunft widmen. Was bedeutet das? Das heißt, wir möchten Ihnen die 5 Newcomer-Finalisten und Finalistinnen vorstellen, die mit ihren zukunftsträchtigen und innovativen Ideen unsere Jury schon so weit überzeugt haben, dass einer oder eine von ihnen den begehrten Newcomer Award 2021 mit nach Hause nehmen wird. Bevor wir das Geheimnis aber lüften, wer denn jetzt gewonnen hat, wollten wir die Woche nutzen, um einfach alle mal vorzustellen. Den Anfang macht Lukas Schmidt. Er hat überzeugt mit Beiträgen zum Thema Ausstellungsgestaltung. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Er wird live bei mir sein. Jetzt aber erstmal ein Film zu Lukas. Mein Name ist Lukas Schmidt, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Darmstadt. Ich habe Gestaltung am Fachbereich der Mathildenhöhe in Darmstadt studiert. Mein Hauptfokus ist die Ausstellungsgestaltung und Messegestaltung, also die Inszenierung von Typografie im Raum. Ich bin der Auffassung, dass man als Gestalter immer auch Teil daran hat, wie Leute Inhalte rezipieren. Daher ist die enge Abstimmung mit AutorInnen, KuratorInnen ganz wichtig, weil es, glaube ich, nicht möglich ist, Inhalte zugänglich zu machen, ohne eigenes Verständnis, was man von diesen Inhalten hatte, mit einfließen zu lassen. Alleine durch den Eingriff, bestimmte Inhalte in ihrer Reihenfolge zu verändern, bestimmte Aspekte wichtiger zu machen, andere Aspekte vielleicht durch Parameter wie die Schriftgröße in den Hintergrund treten zu lassen. Es sind ganz entscheidende gestalterische Werkzeuge, um die Rezeption von Inhalten zu modifizieren. Die Auszeichnung Newcomer Finalist ist natürlich die größte Ehre für mich. Ich glaube, sie ist vor allem deshalb eine große Ehre, weil sie von Leuten aus der Praxis vergeben wird. Leute, die auch hinter die Kulissen schauen können und verstehen, was Arbeitsprozesse sind und die entsprechend wertschätzen können. Eben noch in unserem Beitrag zu sehen und jetzt ist er auch schon live hier bei mir im Studio. Lukas Schmidt, schön, dass du da bist. Dankeschön, vielen Dank. Du hast eine spannende Diplomarbeit geschrieben, die heißt Creativity is not a talent und du stellst darin die Frage, ob künstliche Intelligenz nicht auch kreativ sein kann. Wie ist denn deine Antwort? Ich glaube, das ist ganz schwierig zu beantworten. Also die Frage, ob künstliche Intelligenz kreativ sein kann, die ist immer ein Stück weit daran geknüpft, ob man künstlicher Intelligenz Bewusstsein zumisst oder nicht. Ich würde sagen, sie hat keins. Das sind alles menscheneingerichtete Maschinen. Es gibt, weiß nicht, ob man das vorab gesehen hat, eine Installation, die ich zu dem Thema erstellt habe. Auch da kann man im ersten Schritt schon die Frage stellen, ist es überhaupt eine künstliche Intelligenz oder ist es nicht nur generativ? Der Unterschied ist, dass ich die Installation, die ich gebaut habe, selbst antrainiert habe und sie sich nicht selbst antrainiert hat. Die Installation gibt Aussagen aus, also aus abstrakten Worten generierte Zitate, die eigentlich ohne Autor entstehen. Meine Beobachtung dabei ist, dass eigentlich jeder Einzelne, der diese Zitate liest, die Interpretation mehr bei sich selbst findet. Also kann man fast fragen, ist die künstliche Intelligenz nicht mehr ein Spiegel von Kreativität und gibt das vor, was man dann als Betrachter oder als Erfahrender definieren kann? Das ist schon fast eine philosophische Frage, aber Ja, auf sehr, jeden sehr Fall. spannend. Auf jeden Fall. Danke dafür. Was anderes, was du gemacht hast, ist ein Ausstellungskatalog, der heißt En Passant. Da geht es, glaube ich, um ein Frankfurter Museum und Kunst des Impressionismus. Was macht denn dein Projekt da so erfolgreich oder so besonders? Also in dem Fall war es ein Ausstellungskatalog. Was das Projekt besonders macht, sind eigentlich zwei Sachen, von denen ich aber denken würde, dass die nicht nur auf das Projekt zutreffen, sondern auf viele der Art, die wir am Museum, am Städel-Museum ist das realisiert haben oder die ich dort realisiert habe. Bei der Publikation ist es besonders, dass sie gleichermaßen eine wissenschaftliche Publikation ist, aber auch ein Ausstellungskatalog für Besucher, für die nicht immer die wissenschaftliche Tiefe, die abgebildet wird, relevant ist. Das heißt, man hat eigentlich zwei völlig verschiedene Zielgruppen, die man bedienen muss. Das andere, was das Projekt besonders und schön macht und was viele Projekte der Art dort besonders und schön macht, ist die Zusammenarbeit, in der die Kuratoren und Kuratorinnen sehr stark auf uns Gestalter, oder mich in dem Fall, eingehen und auch ganz bewusst sagen,
wir wissen, du hast Verständnis dafür, wie man das für verschiedene, ich nenne es mal Zielgruppen, in Anführungsstrichen, ähm, erlebbar machen kann, die Inhalte, die wir geschrieben haben. Und da auch sehr offen sind für gestalterische Vorschläge wie Zitate, Kombinationen mit Bildwelten, die eigentlich fast so ein Stück weit in dieses Kuratierende eingreifen, die sich aber in dem Katalog dann im Endeffekt auch wiederfinden. Das ist ein guter Punkt, da wollte ich ganz gerne auch noch mal nachfragen. Du beschreibst ja auch schon sehr schön diesen Prozess zwischen dir als Gestalter und dann eben wieder dem Team des Museums. Würdest du denn sagen, dass du dadurch Teil des kuratierenden Prozesses bist? Ist das jetzt vielleicht auch anders als früher? Ich würde schon sagen, dass ich Teil des Prozesses bin. Ich bin mir immer unsicher, ob das ein bisschen anmaßend sein kann, wenn man sagt, ich bin nur Gestalter oder ich bin der Gestalter und da ist der Kurator, das sind diejenigen, die den Inhalt generieren. Aber ich glaube, es steht außer Zweifel, dass man in dem Moment, in dem man die Inhalte anfasst als Gestalter und sie in eine erfahrbare Form bringt, Teil des Prozesses ist auf eine Art, die nicht verhindern kann, dass man da auch was von sich selbst reingibt. Zweifelsohne. Und du hast viel von dir reingegeben. Vielen, vielen Dank. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen. Dankeschön. Und dann werden wir wissen, wer dann am Ende gewonnen hat. Danke, Lukas. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an Sie. Wir sehen uns dann wieder bei der Verkündung der Newcomer-Auszeichnung, bei der dann die Entscheidung der Jury groß verkündet wird. Besuchen Sie uns in der Zwischenzeit sehr, sehr gerne auf All Eyes On auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Social Media, um mehr über unsere Newcomer-Finalists zu erfahren. Bis jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön.